Ja, die Durchdringung des täglichen Lebens, sage ich mal, mit Elektronik und Mikroelektronik, die rückt auch den Fokus verstärkt auf das Semiconductor-Packaging. Und warum die Innovation in dem Bereich jetzt ganz besonders liegt und welche Herausforderungen es dabei noch zu bewältigen gibt, darüber spreche ich jetzt mit Tanja Braun, Group Managerin vom Fraunhofer IZM, und Axel Lindloff, Senior Process Specialist, ja, nicht einfach, von Kojang. Hallo. Genau. Hallo. Und vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, ich habe gerade eben gesagt in der Anmoderation, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gehabt, das Packaging wird immer wichtiger. Sie haben gesagt, die Innovation liegt jetzt tatsächlich so auch im Packaging, oder dafür ist das relevant. Warum ist das so? Wir sehen ja, dass sozusagen die Miniaturisierung auf dem Halbleiter immer langsamer wird. Wir sind am Ende vom Moore'schen Gesetz angekommen und wir sehen, dass ein großer Trend gerade ist in der heterogenen Integration, also dass man unterschiedliche Komponenten mit unterschiedlichen Funktionalitäten, vielleicht auch passiven Strukturen gemeinsam miniaturisiert zusammenfügen möchte. Und da spielt halt das Packaging gerade eine extrem große Rolle, sodass man eigentlich gerade den Innovationsfortschritt sehr viel über das Packaging gewinnt. Okay. Das müssten Sie noch mal kurz erklären, warum, wenn das Moore'sche Gesetz an sein Ende kommt, warum das dann, also da werden die Dinge irgendwann immer kleiner und kleiner geht es dann nicht mehr, kann man das so vereinfacht sagen, oder? Also es wird sicherlich noch, wir sind ja gerade bei der 2-Nanometer-Technologie angekommen, das ist ja auch viel durch die Presse gegangen, und es gibt halt nur noch 3 Player, die eigentlich auf dem Halbleiterbereich auch da überhaupt mitziehen können, einfach weil so ein Prozessschritt zu einer noch kleineren Not einfach so extrem teuer ist, dass tatsächlich nur noch die 3 ganz Großen da überhaupt mitspielen können. Okay, das heißt, es können wirklich nur noch ein paar große Player sind in der Lage, das so weiter mit der Miniaturisierung weiterzutreiben. Insofern ist man auf der Suche nach neuen Konzepten, so kann man das sagen. Genau, und da geht es auch um viel Funktionalität. Wir sehen ja die unterschiedlichsten Anwendungen. Ich meine, hier haben ganz viel auch gestern gesprochen über AI, also künstliche Intelligenz, wie die gerade auch den Halbleitermarkt, aber tatsächlich auch das Packaging, die Innovationen gerade treibt. Also es waren Wahnsinnssprünge, die wir da gestern gesehen haben in Zahlen für Chips, aber dementsprechend auch für Packages. Also da machen wir gerade auch wieder so einen neuen Evolutionssprung beinahe durch, würde ich sagen, wenn man sich das anschaut. Okay. Ja. Sie nicken ganz kräftig. Kojang ist da auch vorne mit dabei bei der Entwicklung, ne? Ja, nicht bei der Entwicklung von jetzt Halbleitern oder Chips oder Packages. Unsere Kernkompetenz ist ja im Prinzip die Inspektion und das Messen. Aber wir sehen halt von Asien kommend den Bedarf, da viel mehr auch schon im Bereich auf der Wafer-Ebene eben Packages aufzubauen, Advanced Packaging. Das heißt, die Packages werden kleiner, wie die Tanja schon sagte, höhere Integration, mehr Funktionalitäten, sodass wir am Ende in den Packages komplette kleine Geräte haben. Und wenn man sich die Technologietrends anschaut, wo die Reise hingeht, wir haben das Internet der Dinge, wir haben autonomes Fahren, wir haben Automatisierung eigentlich in allen Lebensbereichen, tragbare Elektronik, die wir am Körper tragen, das muss alles kleiner werden, aber soll immer mehr Funktionen haben. Und das Packaging gibt uns da die Chance, mehr Funktionalitäten von verschiedenen Chips in diese kleinen Packages zu integrieren und all diese Wünsche und Anforderungen umzusetzen. Und diese kleineren Strukturen, wir haben gesprochen über das Ende des Moore'schen Laws, diese kleineren Strukturen, die sind ja schön und gut, aber wenn ich jetzt verschiedene Funktionalitäten aufbauen muss, dann habe ich ja auch Designkosten für den Chip, die ich in diesem kleinen Bereich habe, und die gehen auch exponentiell nach oben. Und es ist dann viel einfacher, wenn wir dieses Lego-Kastenprinzip haben, dass ich eben funktionale Chips habe, die ich nach Bedarf und je nach Funktion, die ich möchte, was mein Gerät können soll, miteinander kombinieren kann und so ganz flexibel Lösungen aufbauen kann. Und da ist das Packaging
eröffnet uns da ganz, ganz viele Chancen für die Zukunft und Flexibilität. Und was in der Stufe, was für ein Status sind wir da bei diesem Baukastenprinzip? Also wird sowas schon eingesetzt auf einer breiten Ebene? Sind wir da eher noch in so einem halben Forschungsbereich? Ist das eher nochmal Zukunftsmusik? Also wo sind wir? Wo ist der Status, was das betrifft? Also ich würde jetzt mal das vielleicht so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, das eine sind so die Anwendungen, die du gerade genannt hast, irgendwie, wo wir, glaube ich, schon auch auf eine Basistechnologie zurückgreifen, wo wir viel Flipchip-Technologie haben, wo wir vielleicht neuere Packages haben. Anwendungen, meinen Sie dann die Anwendung, wo es dann eingesetzt wird, sprich irgendwie genau, also wo wir Wearables oder autonome Systeme und solche Sachen? Ne? Also wo man vielleicht einen Sensor mit einem ASIC paaren möchte. Wir machen ganz viel für 5G, 6G, wo wir vielleicht eine Shielding-Lage noch mit integrieren, eine Antennenlage mit integrieren. Und das ist auch schon eine Art Baukasten, wo wir bestimmte Technologien um solche Building Blocks erweitern, um solche Lego-Steinchen, wie man eine Antenne auf einem Package integriert zum Beispiel. Wir haben allerdings noch einen zweiten ganz großen Trend im Bereich Chiplets, wo man viel mehr noch eigentlich gerade dieses Baukastensystem verfolgt, weil wir gesehen haben, wir haben Chips gerade im Bereich CPU, GPUs, die sehr groß werden, wo die Ausbeute auf dem Wafer dann schon sehr schlecht ist. Einfach, wenn man eine gewisse Anzahl von Defekten auf einer Fläche hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel, viel größer bei einem großen Halbleiter, dass man einen geringen Yield von einem Wafer bekommt. So dass man sich überlegt hat, dass man vielleicht in kleinere IP-Blöcke so einen Chip runterbricht und dann auch im Package wieder zusammensetzt. Das ist ein ganz großes Designthema, weil man sehr viel in Standardisierung investieren muss. UCIe ist da so ein Schlagwort, wo man aber zum einen diese Chiplets zusammensetzen muss, aber wo man sich auch überlegen kann, dann Chiplets in unterschiedlichen Technologien zusammenzubauen. Und man braucht dann vielleicht nur ein Teil in einem sehr teuren 2-Nanometer-Prozess und andere Teile kann man aber auch wieder mit sehr viel billigeren Technologien zusammenfügen. Und da hat man tatsächlich so ein bisschen in Richtung Lego-System, wo man sehr viel definierte Schnittstellen braucht und wo eigentlich die Vision schon ist, ich baue mir mein System aus Blöcken zusammen, die ich dann zusammensetze. Erstmal im Design, in der Funktionalität und am Ende dann sicherlich auch in der Hardware. Okay, und da sind wir aber schon noch, da ist es noch ein bisschen Zukunftsmusik, oder? Da sind wir in der Entwicklung. Das ist tatsächlich gerade, glaube ich, ein sehr heißes Thema, selbst hier in Europa, auch für die Automobilindustrie, die diese Rechnertechnologien brauchen. Und was können wir hier in Europa leisten? Wie können wir das auch für Automobilzuverlässigkeit verbessern? Wie kommen wir an solche Chiplets? Wie kommt man an Substrate, an Interposer-Technologien dafür? Also da gibt es eine ganze Menge Themen aktuell. Okay. Und diese Baukastensysteme, also sei es jetzt das, was jetzt aktuell, was man schon umsetzt und auch das, was dann möglicherweise zukünftig kommen wird, ist das für alle Anwendungen einsetzbar, wie es auch quasi das klassische Design ist, oder gibt es da Einschränkungen oder wie sieht das aus? Also ich würde mal sagen, im Prinzip also Packaging ist ja schon immer so gewesen, dass ich entweder einen einzelnen Chip habe oder ich hatte ein System im Package, wo ich eigentlich schon so eine Funktionsbaugruppe im Prinzip aufbaue. Und wir sind jetzt in der Phase, wo wir darauf aufbauen und das im Prinzip optimiert. Also das Ganze flexibel gestalten, optimieren und noch höher integrieren, dass man mehr Funktionalitäten reingeht. Und die Technologien, die wir jetzt zukünftig brauchen, sind halt auch Treiber dann in diese Richtung, dass man eben diese höhere Integration braucht, aber auch vielleicht andere Wege des Aufbaus, um eben zum Beispiel Hochfrequenz in den Griff zu kriegen. Dass man eben nicht mit zu langen Verbindungswegen Antennen aufbaut oder irgendwelche Signale einkoppelt, die man eigentlich gar nicht haben will. Und da geht die Reise hin und da ist Packaging halt die Möglichkeit, all diese Anforderungen zu adressieren und umzusetzen. Und da gehen, glaube ich, auch die Hauptbemühungen hin
in den Instituten, da für diese Applikation Lösungen anzubieten. Genau, also ich glaube, wir machen viele Prozessentwicklungen, aber tatsächlich ist das Design auch ein gutes Stichwort, weil wir gerade für diese komplexeren Anwendungen auch ein Co-Design brauchen. Also Co-Design ist, glaube ich, auch eins von den wichtigen Themen. Wir sehen das für HF extrem gerade. Haben Sie Code oder Co-Design? Co-Design. Co-Design, okay. Also ich glaube, man braucht ein gemeinschaftliches Design von Chip und Package. Ah ja, okay, ich verstehe. Das heißt, ich kann nicht mehr einen Chip designen, dann baut mir den die Foundry und dann überlege ich mal, wie ich den package und gehe dann vielleicht zu einem OSAT und kriege dann einen Leadframe-Package am Ende. Das wird für diese hochintegrierten Packages, sei es jetzt für Hochfrequenz, sei es vielleicht in der nächsten Generation für photonische Packages. Das heißt, da braucht man einen durchgängigen Designfluss, wo wir auch noch lange nicht sind in vielen Bereichen, weil wir noch viel zu viel unterschiedliche Sprachen sprechen, auch im Design. Und für uns als Packaging heißt das auch, wir brauchen auch viel mehr Design-Guidelines. Das heißt, wir müssen auch unsere Technologien so weit in Design-Tools integrieren, dass man wirklich einen homogenen Designfluss abbilden kann. Und das ist tatsächlich auch noch eine Aufgabe fürs Packaging, dass wir uns da auch ein bisschen mehr an dem orientieren müssen, was es vielleicht beim Halbleiterdesign dann auch schon gibt. Okay. Wenn Sie sagen, dass wir da unterschiedliche Sprachen sprechen, was heißt das konkret? Ja, typischerweise designt jeder in einem anderen Tool, in einem anderen okay. CAD-System und ein Halbleiterdesign in was zu konvertieren, was dann wenigstens auf einem Backend-Design aufgrenzt, geschweige dann auf einem Leiterplattendesign. Das sind alles einzelne CAD-Tools mit einzelnen Formaten, wo man auch nicht einfach was konvertieren kann und. Wenn man das jetzt noch irgendwie die Simulation dazu legt, wo auch viele von einem digitalen Zwilling sprechen, irgendwie, dann simulieren wir auch alles einzeln. Ne? Man guckt sich die Mechanik an, die Thermomechanik, die Thermik und auch das wird alles einzeln simuliert und alles einzeln vielleicht optimiert. Auch da wird es wahrscheinlich mehr in so einer Multiphysics-Simulation, denke ich, in Zukunft geben müssen, also um dann auch wirklich Systeme zu optimieren. Aber ich habe gestern gelernt in einem Vortrag, dass das ja auch schon auf dem Weg ist, auch von der EU gefördert. Ja. Ich glaube, Infineon macht damit, die Schweizer Elektronik, AT&S, so auch die Substrathersteller. Also da werden jetzt schon die Schnittstellen geschaffen. Und Ziel ist es eben halt auch dann so ein KI-Modell eben vom Package zu haben, alle Failure Modes zu kennen, dass man das im Vorfeld simulieren kann und damit natürlich auch die Entwicklungszeiten, Testzeiten verkürzt. Also da profitiert dann eigentlich die ganze Industrie davon, wenn man sich da auf solche Schnittstellen und solche Standards einigt. Das macht vieles dann einfacher und beschleunigt die Prozesse. Okay. Was nochmal die besonderen Herausforderungen sind und wie man die Leute und die Partner so zusammenkriegt, darüber sprechen wir gleich nach der Pause. Ja, also wenn ich das so höre, dann sind ja doch tatsächlich relativ viele Partner da irgendwie mit involviert, die zusammenarbeiten müssen, um so ein optimales Design hinzubekommen, also ein optimales Packaging auch hinzubekommen. Und Sie sagen auch, werden auch mit unterschiedlichen Tools gearbeitet. Das heißt, es war bisher noch nicht so der Fall, also dass man eine Integration hatte, wie man sie jetzt aber für die neuen Anforderungen braucht. Oder habe ich das richtig verstanden? Ja, also man kann sowas natürlich auch auf dem Wafer aufbauen. Ja. Das ist natürlich dann aufwendiger. Dann hat man, wenn man die ganzen Funktionen dann in dem Wafer umsetzt und dann, wie Tanja gesagt hat, wenn dann ein Fehler auftritt, dann ist gleich so eine komplette Einheit eben, die man verschrottet und das Yield vom Wafer geht runter. Also zum einen gibt es da diesen ökonomischen Aspekt, dann gibt es den technischen Aspekt, dass das eben alles wieder kleiner wird. Und das zwingt eigentlich im Prinzip diese
Lösungen von vorher, also dass man das für sich entwickelt oder dann ein fertiges Produkt hat, dahingehend, dass man wirklich jetzt diese Flexibilität aufbaut und in diese Untergruppen unterteilt. Und vorher war das eben nicht so. Da hat man ein Gerät entwickelt oder eine Funktion, etwas entwickelt, was eine bestimmte Funktion haben sollte. Und das war dann in einem Chip zum Beispiel integriert. Und das kann man jetzt dann eigentlich nicht mehr so machen, auch aus Kostengründen. So. Okay. Ist denn wenn ich jetzt diese neuen Konzepte umsetze, ist das auch eine Chance, dass man das Packaging auch vielleicht wieder zurück nach Europa holt? Weil das ist ja doch jetzt hauptsächlich Asien, ne? Das ist sicherlich eine Hoffnung tatsächlich. Also ich meine, da gibt es schon Bemühungen und ich glaube auch die EU, aber auch irgendwie die Bundesrepublik hat irgendwie erkannt, dass es nicht nur mit dem Halbleiter getan ist. Ne? Also sehr viele haben darüber gesprochen, dass es mehr Halbleiterproduktion in Europa gibt, aber es macht sicherlich auch keinen Sinn, Halbleiter in Europa zu produzieren und dann zum Packaging nach Asien zu schicken. Deswegen glaube ich, so ein bisschen ist das angekommen und man versucht tatsächlich jetzt auch über den CHIPS Act auch das zu unterstützen und da vielleicht auch Strukturen zu schaffen, dass es auch für den europäischen Markt einen Zugang zum Advanced Packaging gibt. Und was man so ein bisschen sagen muss, ich glaube, wir haben gute Forschungseinrichtungen in Europa, die tatsächlich auch im Packaging führend sind, sei es jetzt das IMEC, das LETI, sei es Fraunhofer. Aber es ist halt ein großer Gap zu dem, was man dann tatsächlich bei jemand in der Fertigung bekommt in Europa. Ne? Also wir haben ja schon auch OSATs, wir haben IMS, wir haben schon Leute, die auch Packaging machen in Europa, aber da ist, glaube ich, immer noch ein Gap, den es vielleicht zu schließen gilt über unterschiedliche Werkzeuge. Okay, weil wenn ich das richtig verstanden habe, bietet es ja die Möglichkeit, eben nicht so kostenintensiv das Packaging zu gestalten und dann wäre die Überlegung, ja dann könnte man es vielleicht auch wieder mit zurückholen nach Europa. Ne? Ja, man muss fairerweise sagen, es gibt einen Grund, warum das Packaging in Asien stattfindet oder warum man nach Asien gegangen ist. Weil das Packaging ist ein sehr kostenintensiver Prozess, sehr energieintensiver Prozess und da hat man in Asien halt andere Voraussetzungen, was die Lohnkosten, was die Energiekosten, die Kosten fürs Bauen, also wenn ich das Ganze halt auch betreibe, so eine Fertigung. Wir reden ja über Reinräume, wir reden über eine Menge Chemie, auch zum Beispiel giftige Chemie, wo dann die Umweltauflagen ganz andere sind. Also da hängt sehr viel dran, was man sich da auch bewusst machen muss. Und deswegen, dass das Advanced Packaging so komplett zurückkommt nach Europa, das ist, glaube ich, dann geht man so von falschen Voraussetzungen aus. Aber um zum Beispiel auch unabhängig zu sein für die nächste Chip-Krise, muss man schon darüber nachdenken, dass man eben die Möglichkeiten schafft für die Industrie, dann auch so Advanced Packaging hier zu betreiben. Und ich denke, das wird dann eher etwas sein, was über eine EU-Förderung geht, sodass die lokalen Player da Serviceleistungen oder so etwas einkaufen können. Ich weiß nicht, was man sich da vorstellen kann, aber es ist jetzt schwer, jemanden hier in Europa davon zu überzeugen, der Packaging betreibt, diese immensen Investitionen auf sich zu nehmen, um Advanced Packaging in seiner Fertigung umzusetzen und gar nicht die großen Stückzahlen dahinter hat, wie man sie in Asien hat und der vielleicht auch gar nicht die Kunden hat, die gewillt sind, nur zum Preis der Unabhängigkeit hier in Europa deutlich mehr für einen Bauteil zu bezahlen, als er das jetzt in Asien einkaufen kann. Also da ist die Frage, wie man da die Rahmenbedingungen halt auch von der Europäischen Union, vielleicht auch von den lokalen Regierungen schaffen kann, dass das halt einfach attraktiv wird. Aber es ist auch so ein bisschen so ein doppeltes Problem, ne? Also ich meine, wir haben nicht die hohen Volumen wahrscheinlich für eine Fertigung in Europa, aber das macht es gerade noch schwerer für europäische Firmen überhaupt einen Slot für so ein Advanced Packaging zu bekommen, also grundsätzlich überhaupt Zugang zu so einer Technologie bekommen, wenn ich halt nicht Millionen von Teilen im Monat benötige, sondern vielleicht
ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend aufs Jahr. Also das ist auch das kommt auch noch dazu, dass selbst es viele gibt, die wirklich Weltmarktführer sind in ihrem Nischenbereich in Europa, die aber tatsächlich gar keinen Zugang dazu haben, weil sie einfach nicht die Stückzahlen haben. Also ich finde, das ist nochmal so ein anderer Aspekt auch, wo man sich auch überlegen sollte, wie man den Firmen Zugang ermöglicht zu solchen Technologien. Okay. Warum beschäftigt sich denn ein Inspektionstechnologieanbieter wie Coyoung mit der Thematik? Ja, wir haben halt die Hoffnung. Und man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, dass die Politik das auch ein Stück weit erkannt hat, dass wir so ein bisschen mehr Unabhängigkeit brauchen. Und das Semiconductor Packaging, speziell das Advanced Packaging, das hat so durchaus hohe Ansprüche und Anforderungen an die Messung, an die 3D-Messung und Inspektion. Und wir haben passende Geräte dafür. Deshalb ist das für uns ein spannendes Thema. Wir machen das in Asien auch schon. Also wir haben da Kunden, die das schon betreiben. Wir waren bisher noch nicht in Europa aktiv. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es hier den Markt nicht gab für das Advanced Packaging oder für die höheren Prozesse. Und so in Berlin beim Fraunhofer, die machen das alles schon. Also die können Advanced Packaging, aber das ist keine Fertigung. Und die machen Forschung und Prozessoptimierung, Prozessentwicklung. Und das heißt, im Prinzip haben wir eigentlich Know-how hier in Europa. Ja, okay. Und wir haben auch überhaupt kein R&D-Thema. Da sind wir Weltklasse. Aber wir haben momentan halt nicht den Markt. Wir haben schon den Bedarf in kleinen Stückzahlen. Und wir haben aber niemanden, der es hier anbietet. Okay. Und für uns, wir haben die Hoffnung, dass es irgendwann dort eine Veränderung gibt mit dem CHIP Act. Ja. Und deshalb wollen wir halt bereit sein und wir wollen halt auch entsprechend die Institute und die Firmen da unterstützen. Es ist ja oft so, ne, dass dann hier irgendwie tolle Forschung ist und viel entwickelt wird, aber dann die Umsetzung und wer es auf den Markt bringt, passiert dann leider woanders. Das ist ja leider so. Ist es denn auch, Sie hatten ja auch gesagt, von kommenden Anwendungen oder von einem Advanced Packaging, was dann für neue Anwendungen erst noch entwickelt werden muss, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man dann auch sagen, dass es auch bestimmte Zukunftsthemen quasi ohne dieses Advanced Packaging gar nicht mehr möglich sind? Also ich glaube, ich finde irgendwie die Hochfrequenzanwendung ist ein sehr schönes Thema dafür, weil wenn man nicht neue Technologien entwickelt, nicht mit neuen Materialien arbeitet, wird man keine hochfrequenten Systeme mehr bauen können oder jedenfalls nicht zu sinnvollen Kosten und auch in benötigten Stückzahlen. Deswegen finde ich, ist das ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wir da wirklich neue Technologien, neue Materialien brauchen. Okay. Und wir reden jetzt von Advanced Packaging, vielleicht darf ich noch irgendwie eins dazu ergänzen. Ja, wir haben jetzt über Chiplets und alles gesprochen, aber es fängt tatsächlich auch bei viel einfachen Dingen an. Also es fängt bei der Leiterplatte beim Interposer an. Ne? Was bekommt man an einer Leiterplatte, die es uns erlaubt, so ein Chiplet-System zum Beispiel aufzubauen? Okay. Da gibt es irgendwie auch ganz wenige nur in Europa, wo eine Leiterplatte in einer hochdichteren oder in einer dichteren Verdrahtung jemand in Europa herstellen kann. Also es fängt auch schon bei einfacheren Dingen an, wo wir, glaube ich, schon noch ein bisschen was tun können in Europa. Ich kenne vielleicht maximal ein oder zwei, drei Unternehmen, die das vielleicht können. Und eins kenne ich ganz gewiss, in der Schweiz ist da eins. Ja. Na, alle hoffen auf das eine Unternehmen in Österreich, das vielleicht im nächsten Jahr dann irgendwie da mehr liefern kann. Aber deswegen, tatsächlich die Leiterplatte der Interposer ist tatsächlich ein großes Thema irgendwie. Und das ist, wo viele viel näher dran sind als vielleicht an so ganz abgefahrenen Technologien. Aber eine Leiterplatte mit einem Flipchip, mit mehreren Flipchip als System aufgebaut, ist tatsächlich schon gar nicht so einfach irgendwie. Okay, also wir müssen uns noch gar nicht mal mit diesen Advanced-Geschichten befassen, sondern es fängt schon irgendwie weiter vorne beim Einfahren. Ja, man muss fairerweise sagen, dass die Materialexperten eigentlich dann auch in Asien sind. Die sind halt nah an den Kunden dran, die es brauchen. Und viel Material kommt eben aus Asien. Das heißt, man wird halt dann noch nie komplett unabhängig sein. Aber Material kann man sich ja auch auf Lager legen.
für harte Zeiten. Manchmal. Na gut, aber eine komplette Unabhängigkeit ist ja sowieso illusorisch. Ist auch die Frage, ob wir das wollen. Richtig, genau. Ich glaube, das ist, da habe ich in anderen Themen, in anderen Branchen habe ich das Gleiche. Ja. Aber durch solche Ansätze zumindest mal das Ganze erstmal kostengünstiger zu machen und aber auch vielleicht ein Teil dann tatsächlich wieder in Europa stattfinden zu lassen, wäre ja schon mal was. Okay. Gut, ich habe jetzt gelernt, dass dieses Thema viel entscheidender ist, als es mir vorher bewusst war, ehrlich gesagt, und dass ich tatsächlich solche integrativen oder die Integration einfach schon mitdenken muss, um bestimmte Anwendungen überhaupt erstmal realisieren zu können, und dass solche Baukastensysteme aber letztendlich dann doch auch einiges noch bewirken könnten, sei es was Kosten betrifft etc. Und es wird weiter ein spannendes Thema bleiben, über das wir, glaube ich, noch viel diskutieren könnten. Bis hierhin bedanke ich mich erstmal bei Ihnen und vielen Dank für die spannende Diskussion. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Genau, schließe ich mich an. Hat viel Spaß gemacht. Danke.